Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Und heute bin ich nicht alleine hier, ihr seht es bereits schon. Wir sind im Account von Aurikos, aber wir sind nicht alleine hier, denn wir haben auch Aurikos hier im Call. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist und schön, dass wir es geschafft haben. Schönen guten Tag, grüß dich. Hallo, hallo. Was geht, was geht? Ich hoffe, dir geht's soweit gut und ja, hast dich ein bisschen vom Serverstart EU20 erholen können? Ja, relativ. Würdest du sagen, so jetzt beginnt langsam so die chillige Phase auf dem Server? Ich würde sagen, nach dem Legendary Dungeon beginnt die Phase dann. Ah, ja gut, da sind wir ja noch nicht. Das kommt ja erst Ende des Monats. Bis dahin bist du aber noch gut am Pilzen hier soweit, oder was? Ja, naja. Ja, also wir haben ja in der Anfangszeit von dir schon den ein oder anderen Rekord gesehen, sag ich mal. Also du warst ja derjenige, der am Tag 1 wirklich hier das Maximale aus dem Account rausgeholt hat. Und ich hatte selbst nicht gedacht, dass wir so einen hohen Levelrekord an Tag 1 sehen. Ich habe schon mit gerechnet, dass wir vielleicht auf EU20 das erste Mal so den 69er-Bruch, sag ich mal, brechen können, weil in der Vergangenheit haben es wirklich vor dir hunderte, wenn nicht vielleicht sogar tausende Leute versucht, an Tag 1 Stufe 69 zu durchbrechen, was bisher immer der Levelrekord gewesen ist. Aber du hast es als einziger geschafft, Stufe 106 an Tag 1 zu erreichen und das finde ich äußerst bemerkenswert. Glückwunsch nochmal an der Stelle dafür. Ich denke mal, so schnell würde das niemand wieder nehmen, so den Rekord. Ich bin mal gespannt, was die Zukunft so bringt. Aber mich würde mal brennend interessieren, was war so deine Herangehensweise? Hast du dich da schon auf diesen Rekord so drauf vorbereitet? Und was würdest du sagen, hast du besser gemacht als alle anderen, die es jemals vor dir versucht haben? Ja, also zur ersten Frage, wie ich mich darauf vorbereitet habe. Ich habe das Video von dir geschaut mit Profi und dann seine Stream-Wiederholungen beziehungsweise danach seine YouTube-Video-Wiederholungen. Und habe sogar am Tag des Rekords die ganze Zeit ins Video von ihm geschaut, um zu gucken, wie viele Punkte er wo hatte. Okay. Für die Dungeons und Sammelalbum etc. Und dann kam die große Strat. Ich habe gesehen, wir haben einen Elevator. Und ich habe gesehen, das Festungspaket, das bringt ja ein Level. Ja. Und das Level, das skaliert ja. Wenn ich das erst bei Level 69 einlöse, wäre es Level 70. Problem ist, man braucht ja die Steine von der Mine. Die Steine habe ich mir dann über die Elevator-Ressourcen sozusagen ergrindet. Ich habe ausgerechnet ganz genau, okay, ich kann die Mine bauen, plus ein paar Ressourcen. Mit Level 25, wenn ich den Elevator durchpilze, sozusagen. Ich schaffe genau so viele Gegner, dass ich das bauen kann. Und dann habe ich gesagt, okay, ich frage mal in der Gilde nach, ob es okay ist, wenn ich die Ritterhalle ein paar Minuten später hochziehe. Die hatten kein Problem damit. Und dann habe ich gesagt, okay, wir versuchen es mal. Und die Prediction war tatsächlich sogar, dass ich 106 schaffe am ersten Tag. Im Nachhinein betrachtet sage ich aber, Level 200 wäre möglich gewesen, wenn ich länger Zeit gehabt hätte. Bei 40 Minuten oder 50 Minuten waren ja auch die Server off und generell war die Server-Performance am Anfang nicht ideal. Aber ich habe geplant, beim nächsten oder übernächsten Elevator-Server-Start den Tag 1-Rekord zu brechen und da so, ja, Level 200 zu knacken. Das ist mein Ziel so. Okay, das hast du dir fest vorgenommen, ja? Also du meinst wirklich, es ist möglich, am Tag 1 wirklich Stufe 200 zu erreichen, ja? Ja. Krass. Ja, bitte? Man muss ja eigentlich sagen, ich war 106 und hatte noch eine Stunde Zeit. Ja. Und dann nach 0 Uhr haben wir eigentlich keine Alu gespielt. Und es hat ungefähr eine Stunde gedauert, da war ich 176. Ich wusste nur, die 200 schaffe ich nicht mehr, zeitlich. Weil sich das einfach nicht mehr zeitlich ausgeht. Aber hätte ich weitergespielt, wäre ich ungefähr in die 176er Range noch gekommen. Alu habe ich dafür jetzt nicht gebraucht. Aber ja, also das wäre schon möglich, sag ich 200.
Ja, das ist krass. Also da bin ich mal gespannt auf jeden Fall, ob du beim nächsten Mal das wirklich auch schaffst. Das wäre, also keine Ahnung, damit wirst du, glaube ich, die SF-Szene auf den Kopf stellen. Das hast du jetzt schon geschafft. Also neben dir war ja noch Turor, dein direkter Kontrahent gewesen. Der ist ja, achso, na gut, das ist wieder die Falsche. Ich bin in der Freundesliste. Warte mal, ich guck mal kurz. Das finde ich hier nichts leaken großartig. Das werde ich blurren im Nachhinein dann. Ja, Turor hier haben wir auf Stufe 304 und ja, der hatte ja dann kurze Zeit, ja, beziehungsweise hat er ja das Battle gegen dich dann aufgegeben. Er war der Einzige neben dir gewesen, der es auf Stufe, also der die Stufe 69 gebrochen hat. Ich glaube, also so wurde es mir zumindest erzählt, ich habe es nicht aktiv mitverfolgt. Ich glaube, Turov war an Tag 1 vor dir noch auf Stufe 70, aber du warst an dem Tag, also am Tagesabschluss, warst du quasi der Höchste. Turo hat es nicht ansatzweit so hoch geschafft wie du an Tag 1 und deswegen wart ihr beiden die Einzigen, die wirklich das geschafft haben, diesen Rekord bisher so zu brechen. Und du hast es nochmal mit ein bisschen mehr Levelabstand geschafft. Und ja, was jetzt aber halt eben einfach so krass ist, dass du sagst, okay, ja, wenn das möglich ist, dann ist auch 200 möglich. Das Ding ist halt, ich hatte mir schon so fast gedacht, dass wenn Stufe 106 möglich ist, ne, dann habe ich mir so gedacht, okay, dann bist du ja schon quasi an einem Punkt, wo du ja immer weiter pushen kannst durch die Dungeons etc. pp. Ja. Aber das ist dann halt einfach so die größte Challenge ist es, die Zeit zu schlagen, weil am ersten Tag hast du ja nur von 16 Uhr bis 0 Uhr Zeit und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem, was ich denke, dass man das vielleicht gar nicht großartig weiter schafft, beziehungsweise die 200 mehr so eine Speedrun-Challenge ist, als halt eben so ja, dass man das von der Theorie her schafft. Weil von der Theorie her hast du gezeigt, dass 106 möglich ist und theoretisch auch noch mehr, aber da muss halt eben alles so miteinander zusammenspielen. Die Server-Performance muss von Anfang an gut laufen, die Gilde muss die Ausbauten schon direkt hochpushen, damit du da die besten Boni gleich direkt am Start hast und ich glaube, das ist so ein bisschen der Hauptfaktor, ne? Ja, wobei, also ich will jetzt unsere Gilde überhaupt nicht kritisieren, weil unsere Gilde ist wirklich super stark. Aber am ersten Tag hatten wir ein paar Probleme mit der Ritterhalle. Mhm. Da war Freedom auf jeden Fall ein bisschen weiter vorne. Aber ich sag's mal so, ich war 106 und hatte dann auch noch ein bisschen Zeit. Nur ich habe nicht mehr weiter gepusht, weil ich brauchte eigentlich nur den AM. Ja. Der Rest hätte mir sowieso keinen Vorteil gebracht am ersten Tag. Und dann habe ich erstmal ein bisschen gechillt, um mich dann für den zweiten Tag mental ready zu machen. Weil ich wusste, ey, den Rekord, den knacke ich nochmal auf einem anderen Server und mach da mehr draus. Okay, krass. Aber ich wollte hier erstmal nur für Avatar spielen und dann. Hast du noch nebenbei irgendwelche geilen Dungeon-Kämpfe oder so, die du abgespeichert hast noch in der Post? Ich habe einen 0,08er oder so. Der hat aber 10.000 Pilze gefressen. Das ist der Jongleur. Der hier? Ansonsten, ja. Ja. Ansonsten habe ich nichts abgespeichert, leider. Okay, schade. Das musst du beim nächsten Mal machen. So eine Kämpfe müssen übelst krass zum Zugucken sein. Aber während wir den mal so im Hintergrund laufen lassen, würdest du sagen, so die Hauptfaktoren, was du quasi besser gemacht hast als die anderen, sind quasi das Festungspaket besser zu nutzen, später zu nehmen, dadurch halt mehr vom Level zu profitieren, vom Level-Up. Und das ist so quasi dieser Hauptfaktor, sag ich mal, der dich dann erst so auf Stufe 70 befördert hat. Glaubst du, du hättest es auch ohne geschafft? Weil im Prinzip die anderen davor, ich weiß nicht, ob da niemand drauf gekommen ist bisher. Nein. Ohne hättest du es nicht geschafft, ne? Ohne hätte ich es nicht geschafft. Turo hat es eigentlich auch nur geschafft, weil er 15 Mal hintereinander am Glücksrad XP bekommen hat. Ah, okay, krass. Von dem, was ich gehört habe. Also er hat einfach nur Glück gehabt. Er hatte 0 Alu auf Level 70. Ja. Weswegen er keine Pets freigeschaltet hat am ersten Tag. Mhm. Und keine Dungeon Keys mehr bekommen konnte. Ich hatte noch irgendwie 70, 80 Alu. Ich habe mein Glücksrad auch auf Level 63 gedreht, weil ich mir so dachte, juckt mich nicht mehr. Mhm. Da hat sich noch nicht mal das Festungspaket geladen. Heißt, ich habe die Festungsressourcen eigentlich verpennt. Die hätte ich später mitnehmen können noch. Ja. Aus dem Rad. Ich habe es auch nicht wirklich ideal gespielt. Ich habe ja noch die Aufnahme vom
vom 106er Run. Hm. Weil ich habe ja auf Twitch gestreamt und das lade ich dann wahrscheinlich auch irgendwann noch auf YouTube hoch. Aber also ohne das Festungspaket, ohne die Strats, hätte man das, glaube ich, nicht geschafft. Ich glaube, da ist niemand drauf gekommen, weil man wirklich ohne Elevator halt nicht die Ressourcen hat, um die Mine auszubauen. Mhm. Also ist quasi die Kombination aus halt eben diesen Festungspaket gut nutzen und der Elevator, sag ich mal, mehr Ja. oder weniger Pflicht, dass der beim Serverstart dabei sein muss, ansonsten schafft man das nicht. Also ich habe tatsächlich noch eine Strat gefunden, wie es auch ohne Elevator geht, aber dann würde man zeitlich auch nur auf 106 kommen. Also Ja, mit Elevator sag ich, 200 plus ist sogar noch drinne. Ohne Elevator ist so 106 ungefähr das Limit. okay. Und was für eine Strat wäre das jetzt ohne Elevator? Ja, tatsächlich einfach die Festung normal ausbauen. Ja, Und man kriegt zeitlich tatsächlich knapp noch die Ressourcen für durch die Sammler, um die Festung 3 und die Mine 1 zu stellen. Aber dann muss man schon sehr, sehr stark durchdrücken später. ja. Aber ist auch noch möglich. Du sagst die Festung normal ausbauen. Was hast du Ja, denn, ja. was hast du denn anders gemacht jetzt mit dem Elevator? Ja, da hast du halt direkt Ressourcen Ja. und musst nicht über die Sammler warten, bis du genug Ressourcen sammelst, um die Festung einzeln hochzuziehen, sondern kriegst ja frühe Ressourcen. Wie war jetzt quasi so deine Reihenfolge hier in der Festung? Ich habe die Festung mit den Ressourcen, die ich zum Elevator bekommen habe, auf 3 gebaut, glaube ich, oder 2. Und die Sammler auf 1 und dann durch die Sammler auf 3. Da bin ich mir nicht mehr ganz sicher, das müsste ich nachschauen tatsächlich. Weil ich glaube, ich konnte Festung 3 direkt bauen, Mine 1 und die Sammler auf 1. Hm. Ja. Und das war quasi beim Elevator jetzt so der entscheidende Faktor, wo du gesagt hast, okay, die Ressourcen, das ist der Unterschied. Ja. Da schaffen wir Stufe, ja, keine Ahnung, 100 plus am ersten Tag so. Richtig, richtig. Ja, sehr krass, sehr, sehr krass auf jeden Fall. Ja, und dann wollten wir ja nochmal so ein bisschen auf deinen Account eingehen. Du hattest ja zum Anfang, bevor du gestartet hast, so ein bisschen hier und da vertönen lassen, so, dass du 2,5 Millionen Pilze aufgeladen hattest. Das war, so wie du mir das jetzt eben gerade schon erzählt hast, auch so ein bisschen vielleicht so Teil deiner Taktik, dass du eventuelle Kontrahenten schon vorab verunsichern wolltest, oder wie? Richtig, richtig, richtig. Ich habe mir halt gedacht, das wird halt gut funktionieren, wenn ich sage, ich habe 2,5 Millionen Pilze geladen und am ersten Tag direkt 106 mache. Weil das habe ich tatsächlich in der Gilde auch angesagt, dass ich 105 plus schaffe. Ja. Und dann dachte ich mir so, ja, wenn ich das stelle und im Vorhinein gesagt habe, ich habe 2,5 Millionen Pilze aufgeladen, dann wird doch keiner so dumm sein und versuchen noch gegen mich Avatar Race zu gewinnen. Aber ja, Ja, hier gut, der gute Greif auf ewig hier, man kennt ihn, sehr es geil. ist mehr als 4000 Tage. Ich habe ausgerechnet, eigentlich sind es 27.000 Tage, aber es hört irgendwann auf, noch weiter zu zählen. Okay, Bei 4068 oder so macht es Stopp. ach krass. Ja, nee, Mhm. das wusste ich auch noch nicht. Auch noch eine neue Erkenntnis gewonnen hier. Und ja, wenn man dich jetzt fragen darf, wie viele Pilze hast du jetzt in dem Account hier drinne? Darf man da. 265.000, ja, kannst Mushrooms Plate machen. Mhm. Da werden zum LD aber noch deutlich mehr kommen, weil da werde ich auch noch Grube 100, Mine 100 stellen oder Mine 50, sowas rum. Also da Mhm. wird wahrscheinlich nochmal die Summe, die da gerade zu sehen ist, nochmal aufgeladen, schätze ich. Okay, krass. Ja, die Festung ist ja auch somit das teuerste Feature so, ne? Wenn du da nachher die ganzen Gebäude beziehungsweise auch die Edelsteinminen und sowas hochskippen willst, die Festung und so, ne? Das ist schon sehr, sehr pilzintensiv und Ja. ja, da braucht man definitiv dann auch die Ressourcen anhand der Pilze auf jeden Fall. Aber ja, 250.000 ist natürlich auch eine Hausnummer, es sind keine 2,5 Millionen, aber das ist trotzdem natürlich eine sehr stattliche Summe und am Ende des Tages muss man einfach sagen, dass du hier halt eben auf dem Server gut abgerissen hast und ja, einfach das geschafft hast, was vor dir noch niemand geschafft hatte, so aus der SF-Szene. Und auf jeden Fall Hut ab, das ist eine richtig starke Leistung. Ich bin sehr gespannt auf deinen nächsten Push. Und ja, wie geht's für dich jetzt weiter hier auf dem Server? Also du wirst ja wahrscheinlich hier Langzeit durchziehen, so, ne? Gehe ich mal von aus, wenn du jetzt gesagt hast, okay, beim nächsten LD werden noch die Ulti-Runs, noch ein paar Ressourcen-Runs gemacht und dann noch die Festung weiter geskippt hier. Was ist so dein langfristiges Ziel mit dem Char hier?
Ich will auf jeden Fall Platz 1 sein auf dem Server. Und in der EHOF einfach gut performen und dann in der Fusion halt auch danach Platz 1 sein. Mhm. Ich spiele ja auch einen sehr guten Char auf EO18, wo ich aber ein paar Fehler gemacht habe, weswegen der jetzt nicht mehr unbedingt Platz 1 sein wird, aber da wird vielleicht auch nochmal investiert beim LD und dann ein paar Sachen nachgezogen. Ja. Weil da war ich eigentlich auch der drittschnellste in der DP, aber habe dann vergessen, die Akademie auf 20 zu ziehen, weil ich das noch gar nicht kannte so. Okay. Hast du so jetzt nach deinem ersten, zweiten Serverstart jetzt so ein paar Erkenntnisse gewonnen, was du beim nächsten Mal jetzt so besser machen möchtest? Beziehungsweise hast du jetzt so ein paar Learnings aus diesen Pushes mitgenommen, die du beim nächsten Mal besser umsetzen wirst, so? Also mein EO18 Serverstart war nicht so ideal. Mein EO20 Serverstart, da wird das Video ja irgendwann kommen von mir, wenn die Leute vielleicht ein paar Sachen kritisieren. Aber bis Level 63 fand ich echt, habe ich alles perfekt gespielt eigentlich. Dann habe ich ein bisschen gepanikt, weil Turor schon Level 70 war und ich mir so dachte, hä? Wie hat er das jetzt gemacht? Mhm. Und ja, dann habe ich das Glücksrad gedreht, das war aber eigentlich auch einer der einzigsten Fehler. Ansonsten habe ich einmal insgesamt, jetzt nicht mit dem Serverstand verbunden, aber ich habe einmal die Alu verpasst. Oh, okay, krass. Ja. Ja, du Aber warst ja das war- zwischenzeitlich auch im Urlaub gewesen irgendwie, ne? Hatte ich Das gehört. ist richtig, ja. Ja, aber trotzdem hast du es geschafft, hier dir den Avatar zu holen. Da bin ich sehr gespannt, was es auch am Ende des Tages bei dir wird, wie der so designtechnisch umgesetzt wird bei dir. Freue ich mich sehr drauf. Und ja, gegen deinen Kontrahenten Turor, den hast du ja am Ende des Tages ja auch besiegen können. Weil, ja, man wollte sich auch eigentlich nicht so mit Turor anlegen, deswegen hatte ich mich auch schon auf das Battle so gefreut gehabt. Du gegen Turor. Das war ja wirklich krass. Deswegen, ich fand es auch schade, dass er am letzten Tag so ein bisschen gesagt hatte, yo, ich ziehe durch, ich mache nicht mehr weiter, weil das wäre wahrscheinlich nochmal echt spannend geworden so. Aber da hattest du gesagt, war bei Turor schon so ein bisschen die Luft raus, ne? Ja, also ich will jetzt hier nicht zu viel machen, aber wenn man in die Post reingehen würde, hat der gute Mann mir auch einen Tag vorher noch geschrieben, dass er jetzt schlafen geht und ich mir keine Sorgen machen muss und ich nicht mehr pushen muss. Und dann 2 Stunden später hat er angefangen weiter zu pushen. Ah, Also okay. der Mann hat alle Ressourcen versucht, um dann noch irgendwie weiterzukommen. Ja. Aber ist auch verständlich, aber seine Base-Stats sind sehr, sehr stark. Hm. Ähm, von daher wird der Mann wahrscheinlich in der Zukunft noch sehr stabil sein. Aber ja, ich muss schauen, was Ja. der Mann noch macht. Naja, am Ende des Tages spielen alle mit so ein paar Tricks hier und da. Sowohl hast du das gemacht, als auch Tura, als auch vielleicht andere auf dem Server hier. Aber all in all war das ein sehr gelungener Serverstart auf jeden Fall. Und ja, hat mich gefreut, so ein paar Einblicke von dir hinter den Kulissen zu bekommen. So deine Tipps und Tricks, was du hier zum Start anders gemacht hast als alle anderen. Weil es war wirklich ich weiß nicht, wie lange du schon hier in der Szene bist oder wie lange du das verfolgst, aber es wurde wirklich schon sehr, sehr lange versucht und es gab teilweise Server, wo die ersten Top 50 so oder noch mehr alle Stufe 69 erreicht haben. Das sah wirklich witzig aus und keiner hat es geschafft, diese Stufe 70 zu knacken so und deswegen, ja, Respekt auf jeden Fall nochmal an der Stelle und ja, ich denke mal, das meiste haben wir soweit gesagt in dem Video. Falls du noch irgendwas hinzufügen möchtest, dann ist auf jeden Fall jetzt noch die Zeit, die letzten Worte gehören dir. Aber ich bedanke mich auf jeden Fall, dass du bei mir zu Gast auf dem Channel gewesen bist. Ich will hier nicht zu groß Werbung machen, aber wenn der nächste Elevator startet, werde ich ja den 200er Push machen. Das Ganze werde ich dann wahrscheinlich auch streamen. Und ansonsten wurde mir zu Level 69 auch die ganze Zeit in der Gilde gesagt, das ist nicht möglich. Und da war ein bisschen Hate am Anfang da. Aber am Ende waren die Leute relativ happy, dass ich das noch geschafft habe. Und ja. Da habe ich dann auch nicht mehr zu sagen. Alles klar. Dann bedanke ich mich, wie gesagt, dass du hier zu Gast gewesen bist. Wie gesagt, schaut gerne hier bei Aurikos_Zonestos auf Twitch vorbei. Ja, sehr wilder Name auch an der Stelle. Und weißt du, wie sich das ist? Ist das irgendeine Referenz an irgendwas? Tatsächlich, ich war so 13 oder so. Oder ist lange her. Ist schon, also da war Spieletrend noch einer der also der bekanntesten Shakes and Fidgets YouTuber. Ja. Und dann habe ich mir auch einen Shakes and Fidget Account gemacht. Und der Name wurde einfach generiert.
Und ich fand ihn Ja, cool. genau das ist nämlich das, was ich sagen wollte. Weißt du, wie sich der Name anhört? Wie ein autogenerierter Name. Genau so. Das ist ja krass. Ja, Dann ist es das genau. Ich glaube, ich habe das sogar irgendwann mal im Stream gesagt. So, der Name hört sich an, als wäre der autogenerated von Shakes ja, Fidget oder so irgendwie. Das ist ja heftig, Alter. Ja, ja. gut. Nochmal die Erkenntnis zum Schluss hier im Video. Ey, Freunde, hat mich auf jeden Fall gefreut. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst sehr gerne für den Mann hier ein Like auf dem Video da. Schreibt einen Kommi, falls ihr noch irgendwas fragen wollt oder so oder euch noch irgendwas interessiert. Ansonsten verlinke ich mal sein Twitch unten in der Videobeschreibung. Ihr könnt ja auch sehr gerne ein Follow da lassen und reinfolgen, wenn ihr den nächsten Push von ihm nicht verpassen wollt. Ansonsten war es das soweit von uns beiden. Ich verabschiede mich. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.